Ich möchte mit euch heute ein wenig mehr sprechen über die Fabrik der Realitäten. Wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie sich die Realität entsteht und wie das ist mit seiner eigenen Realitätsblase, die jeder um sich herum trägt. Aber ich möchte, bevor wir damit anfangen, erst auch mal über Energiequalitäten sprechen, weil wir die Frage hatten so ein bisschen im Chat, was es auch bedeutet, ja, eine Entscheidung zu treffen, in der einen Welt oder in der anderen Welt zu sein. Man kann auch sagen, es ist eine Entscheidung, in welchem Raum ich mich befinden möchte, in welchem Spielraum. Es gibt hier auf der Erde verschiedene Spielräume. Es gibt, sage ich mal, sehr niedrigfrequente Spielräume. Da ist 3D definitiv dabei, in diesen niedrigfrequenten Spielräumen. Heißt das eher im Herzschlag zu haben, kämpfen, Überleben, Survival ist hier ein großes Ding, aber auch Wut, Zorn, Ärger, Konflikte, Kriege, aber auch, sag ich mal, Friedensmissionen radikal umzusetzen, auch letzten Endes unter dem, ja, Friedensdach, aber doch eine kriegerische Handlung zu haben. Hier in den unteren Ebenen der Räume, in denen man sich befinden könnte, sind ja diese zum Beispiel Demonstrationen und also nicht die friedlichen Demonstrationen, sondern wirklich die harschen und nicht so positiven Demonstrationen. Ja, wenn ich kämpfe, überall, wo ich kämpfen muss und das teilweise mit körperlicher Gewalt und mit reiner Mentalkraft, befinde ich mich in den unteren Räumen der Existenz, in denen ich existieren kann. Auch wenn ich zum Beispiel die Gedanken habe, anderen Leuten zu schaden, physisch zu schaden. Also hier ist Leid und Schmerz eine große Energiequalität. Es gibt noch einen weiteren Raum, den mittleren Raum, in dem ich existieren kann. Dieser mittlere Raum ist hier in dieser Gesellschaft, kann man sagen, sowas wie die Mittelklasse in Anführungsstrichen, also die Arbeiterkategorie, sprich die arbeiten, die nicht nur arbeiten, sondern hier, wo es darum geht, ich sag mal, das sind so die typischen schlafenden Leute, die erfolgreich sein wollen, wo es darum geht, angesehen zu werden oder Reichtum zu erlangen und Einfluss zu erlangen, Macht zu haben. Und hier ist viel Manipulation im Herzschlag, aber auch Mangel. Mangel in Form von Mangel von Selbstliebe, Mangel von Selbstwert, Mangel von gesehen werden und Mangel von Wertschätzung. Deswegen ist dieses Reich so eine fast vom Energieimprint her wie ja der moderne Sklave, so der Supersklave, der gar nicht weiß, dass er ein Sklave ist, sondern einfach nur gesteuert ist nach ich tue etwas, damit ich erfolgreich bin, damit ich gesehen werde, damit ich geliebt werde, damit ich Einfluss habe, damit ich noch schöner bin, noch besser bin, damit mich noch mehr Menschen sehen. Also hier dieser mittlere Raum ist die breite Masse, in denen sich die allermeisten Menschen bewegen. Und dann gibt es den höheren Raum der Existenz. Und diesen höheren Raum der Existenz, hier ist eine ganz andere Energiequalität und hier ist nicht dieses Umzu als Energiequalität da drin oder Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung, Lob von außen kommen, sondern in diesem Raum bin ich mir sehr wohl bewusst, dass alles in mir ist und dass alles aus mir heraus sich erschafft. Und dass ich alles, was ich haben möchte, in mir trage. Das heißt, der höhere Raum der Existenz ist göttliche Fülle, Liebe, Selbstwert und Anerkennung, aber auch Service to Self und Service to Others. Heißt, ich diene mir im höchsten Wohle, indem ich dafür sorge, dass es mir gut geht, aber ich bin auch hilfsbereit und in Fürsorge für andere, aber auf eine gesunde Art und Weise. Das heißt, ich bin nicht in dem mittleren Raum der Existenz, in dem ich anderen helfe, damit es mir gut geht oder ich geliebt werde, sondern in dieser Position habe ich alles, was ich brauche, habe ich alles in mir und bin mir dessen bewusst und biete meine Hilfe an für die, die die Hilfe haben möchten. Nicht um mich selbst besser zu fühlen, damit meine Realität schöner ist oder weniger leidvoll ist, sondern hier bin ich in diesem Raum, im höheren Raum der Existenz, in der Fülle von mir selbst. Also ich bin selbst
voll von mir, von Liebe, von Energie und ich fühle mich angebunden. Das bedeutet, ihr befindet euch von eurem Gefühl nicht immer nur in einer anderen Welt, sondern eventuell seid ihr gerade im Transit zwischen dem mittleren Raum der Existenz und dem höheren Raum der Existenz. Und hier spreche ich nicht von 3D, 4D, 5D, sondern hier spreche ich wirklich von Existenzräumen. Und Existenzräume sind aus meiner Perspektive die Energiequalitäten, die ihr erlebt, die Energiequalitäten, in denen ihr euch befindet. Und ich kann ohne Probleme von dem einen Raum in den anderen Raum fallen. Ich kann ohne Probleme aus dem Mittelraum in den unteren Raum fallen, wenn zum Beispiel ich den Erfolg nicht habe, den ich haben möchte, ich nicht die Aufmerksamkeit lebe oder erreiche von anderen Menschen, die ich haben möchte, dass ich anfange, darum zu kämpfen oder teilweise kriegerisch werde, manipulativ werde oder teilweise auch andere verletze und bösartig agiere. Das heißt, von unten geht sehr schnell auch nach oben. Im mittleren und von oben nach unten. Und vom mittleren Raum, das war mein Sprechen schon einen Schritt weiter als mein Hirn, Entschuldigung. Und vom mittleren Raum, wenn ich Erfolg habe und wenn ich alles habe, was ich im Außen erreichen wollte, kann es sehr schnell sein, dass ich mich kurzfristig, wenn ich mich von außen kommend gefüllt habe, ich mich im oberen Raum der Existenz befinde und ich das Gefühl habe, boah, ist ja alles fein, ich bin ja voll. Aber wenn ich meinen kompletten Fuß in dem mittleren Raum habe oder in dem unteren Raum habe und meine Energiequalität, die ich permanent erzeuge, ist, dass ich zum Beispiel die Energien, die ich bekomme, von außen kommen müssen. Liebe, Anerkennung, Wertschätzung oder Erfolg muss von außen kommen, damit ich überhaupt in den höheren Raum der Existenz komme. Existiere ich nicht dauerhaft in den höheren Raum der Existenz.